Wir sind im August 2025 und am 15. August wurde in Chicago ein zweijähriger Junge aus dem Krankenhaus entlassen. Und das ist eines der ganz, ganz großen Wunder in diesem Jahr. Denn Oliver wurde in den Monaten zuvor mehrfach schon für tot erklärt und aufgegeben. Der kleine Mann aus Königsbronn bei Heidenheim war bei einem Autounfall im Urlaub schwerst verletzt worden. Das Rückenmark durchtrennt, im Grunde leblos, Genickbruch. Das ist eine Geschichte, die zeigt, wie grauenhaft das Schicksal zuschlagen kann. Aber das ist auch eine, die davon erzählt, was möglich ist, wenn Menschen zusammenrücken und einander helfen. Und Fußballlegende Toni Kroos spielt dabei eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Mexiko, Ostern 2025. Für die 5-köpfige Familie Staub soll es ein herrlicher Urlaub bei den Verwandten werden. Oliver ist der Sonnenschein der Familie. Der Tag ist noch allgegenwärtig. Alles, was davor passiert ist, aber auch danach. Ich weiß, dass wir den Tag sehr schön begonnen haben. Die Kinder waren ganz glücklich. Ja, also den ganzen Tag in dem Pool, schwimmen. Es war so perfekt. Also too good to be true. Doch am 17. April endet das Glück. Ein gepanzerter Geldtransporter übersieht ihren Wagen. Der Aufprall mit über 100 km/h ist brutal. Das Auto hat sich sehr schnell genähert und der Aufprall war. Und dann war gefühlt 2 Sekunden ein Bild stehen geblieben. Und dann erst hat sich alles bewegt. Vater Stefan klettert aus dem Wrack. Er sucht seine Kinder. Ich bin noch mal zu Julia und Sebastian. Seid ihr okay? Ist alles okay? Ja, Papa, was ist passiert? Dann bin ich zu Olli. Und dann habe ich geschrien, 3-mal sein Name ganz laut und keine Reaktion. Es war auch kein Atmen da, keine Brustbewegung. Und ich hatte auch das Gefühl als Papa, dass ich gerade mein Kind leblos in den Händen habe. 20 Minuten muss Oliver reanimiert werden. Diagnose Genickbruch. Der Kopf ist nur noch durch seine Haut mit seinem Körper verbunden. Die Ärzte in Mexiko geben ihn nahezu auf. Tagelang liegt Oliver im Koma. Eine Rückkehr nach Deutschland scheint ausgeschlossen. Das erste Mal, als diese Gedanken kamen, dass wir wirklich zurückgehen nach Deutschland, war an dem Tag, als uns gesagt wurde, dass Oliver das Krankenhaus nicht lebend verlässt. Das hat unser Leben komplett verändert. Doch Oliver überlebt. Die Eltern teilen ihr Schicksal seitdem auf Instagram, hoffen auf eine Stammzellentherapie und finden über das Internet zu Dr. Biden in Chicago, einem Spezialisten, der das Unmögliche mit einer OP wagen will. Er hatte eine extrem instabile Verletzung. Das lag daran, dass der Kopf von der Halswirbelsäule getrennt war. Also war ein wichtiges Ziel, die knöchernen Strukturen wieder zu befestigen und eine Verbindung zwischen Vorder- und Rückseite des Schädels und der Halswirbelsäule herzustellen. Die erforderliche Summe für die OP ist gewaltig. Über $300.000. Um darüber hinaus die weiteren hohen Kosten zu stemmen, trennt sich die Familie von all ihrem Besitz in Deutschland und startet in Mexiko noch einmal ganz neu. Wir haben unser Haus verkauft, unsere Autos verkauft, unsere Kleidung, alles. Freunde der Familie starten zusätzlich online einen Spendenaufruf. Papa Stefan kontaktiert zudem die Toni Kroos Stiftung, die einen Großteil der Kosten mitträgt. So wird Oliver schließlich mit einem Spezialtransport im Juli nach Chicago gebracht. Der langwierige OP-Marathon geht trotz Komplikationen gut aus. Oliver übersteht alles. Der Zweijährige kann auch wieder lachen. Heute kämpft er sich in der Reha zurück. Ein medizinisches Wunder. Olivers Eltern sind glücklich und dankbar, dass ihr Sohn Fortschritte macht, und sie geben niemals auf. Für mich, dass Oliver so verletzt war katastrophisch. Aber die Liebe ist immer größer als alles. Mamas Liebe ist größer als immer. Ich will nur Danke sagen. 1000-mal Danke für alles.
Wir haben gleich noch die Gelegenheit, live zu Oliver zu schalten. Aber erstmal ein herzliches Willkommen an Papa Stefan Staub, der gerade in Deutschland ist. Es gibt noch viel hier zu regeln und abzuwickeln. Ich habe mir das versucht vorzustellen, was wir da gerade gehört haben. Der Kopf wird im Grunde nur noch von Haut und Muskeln am Körper gehalten. Sie haben erst viel später nach dem Unfall erfahren, dass man Oliver am Unfallort schon abgedeckt hat, weil man ihn eigentlich für tot gehalten hat? Ja, genau. Das deckt sich auch mit dem, was ich wahrgenommen habe im Fahrzeug. Da war kein Leben. Ich habe natürlich versucht, Oliver so sorgfältig wie möglich nach draußen zu geben. Und ja, meine Wahrnehmung war dann, dass als ich aus dem Auto draußen war, Oliver nicht mehr da war, schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber in diesen Minuten danach haben die Leute vor Ort, die Erste Hilfe geleistet haben, eben erkannt, dass Oliver nicht lebt und haben seinen Körper abgedeckt. Und meine Schwägerin hat in ihrem Schockzustand reagiert und hat Oliver genommen und ist zu einem Auto gerannt. Und mit dem Privatauto sind die dann ins Krankenhaus gefahren und haben dort auf der Rücksitzbank die Reanimation gestartet. Auf dieser langen Reise, da war die komplikationsreiche OP, gab es so einen Moment, ab dem wieder Hoffnung erlaubt war? Ja, ich habe eigentlich direkt schon am dritten Tag nach dem Unfall sehr große Hoffnung gehabt, weil ich habe ein Video zugespielt bekommen von Julia und Sebastian. Meine Schwiegereltern haben in der Zeit auf die Zwillinge aufgepasst, während wir im Krankenhaus in Mexico City waren. Und ich habe es Olli vorgespielt. Er lag im Koma, aber seine Augen haben sich bewegt. Also ich habe das wahrgenommen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, er ist da. In Mexiko ist es jetzt 3:45 am Nachmittag. Ja, genau. Ja, also ich sage das extra, weil das eine Zeit ist, zu der man einem Zweijährigen durchaus mal Hallo sagen kann. Insofern schicken wir herzliche Grüße nach Mexiko und sagen Hallo Laura Staub-Garcia und Hallo Oliver. Hallo Olli. Wie schön, Sie beide zu sehen. Hallo, Schatz. Hallo. Laura, wie geht's Olli heute und wie sieht sein Alltag aus? Gab es heute wieder was Neues in Ollis Leben? Hallo. Sagst du Hallo, Papa? Grüße aus Mexiko, hallo. Grüße Sie, sagen Sie uns. Also uns geht es richtig gut. Ja. Olli geht es richtig gut. Er freut sich auf Papa wiederzusehen. Wir vermissen Papa und die Zwillinge. Und ist der Papa? Oh, wie süß. Gibt es denn auch jetzt immer noch Fortschritte, die Sie verspüren, Laura? Gibt es Fortschritte zu vermelden in Ollis Genesung? Also jeden Tag kommt noch was Neues. Also heute haben wir versucht, also die Beatmungsgerät ein bisschen auszuschalten. Und das war 30 Sekunden. Olli war super. Also er war richtig tapfer. Er hat super gemacht. Und also das ist vielleicht nicht viel, aber für uns das ist. Es ist alles. Die Welt, ja. Und jeden Tag kommt was Neues. Und er ist wirklich glücklich. Also er den ganzen Tag lacht und das ist was Wichtigstes für uns. Total bewundernswerter junger Mann. Und Sie sagen, Herr Staub, nichts davon wäre ohne Toni Kroos möglich gewesen. Weil diese OP war einfach nicht zu stemmen alleine, viel zu teuer. Wie lange hat es gedauert, bis Sie von der Toni Kroos Stiftung eine Zusage bekommen haben, wir gehen damit rein? Ja, im Prinzip 2 Tage, nachdem ich die E-Mail geschrieben habe. Wir hatten dann am Tag danach schon das erste Telefonat. Und dann habe ich im Prinzip gesagt, ja, wir sind vor Kosten gestellt in Chicago. Mit denen hätten wir nicht gerechnet. Und dann hat die Person, die Claudia, gesagt, sie reden mal mit dem Vorstand. Und hat dann am Abend noch angerufen und hat gesagt, die Toni Kroos Stiftung möchte alles übernehmen, was ihr nicht selber stemmen könnt. Und dadurch war die OP am 11. Juli gesichert. Ganz fantastische Arbeit, die da gemacht wird. Und ich weiß, dass Toni und seine Frau Jessica sich auch persönlich immer wahnsinnig engagieren für diese Geschichten. Jetzt hatten Sie vorhin von den Ersthelfern gesprochen, die am Unfallort waren. Das ging natürlich alles drunter und drüber und Sie wussten überhaupt nicht, wer das war und haben dann lange nach denen gesucht. Ich frage mal Ihre Frau, vielleicht Laura, haben Sie die Ersthelfer ausfindig machen können, die sich um Oliver gekümmert haben? Ja, also die 2 Ärzte, die sind vor
3 Wochen haben wir, also wir wussten gar nichts, wer war das oder wie haben sie genau gemacht. Aber vor 3 Wochen haben wir gewusst, dass sie waren also es war Ärzte und sie waren genau da, genau wie und wo wir gebraucht haben. Und also sie waren wie Engel für uns. Sie haben alles für Olli gemacht und wir konnten nicht nicht genug Danke sagen. Und der Olli ist hier, der Olli lacht und der Papa, also wir vermissen den Papa. Er ist genau nicht so glücklich momentan, weil der Papa nicht da ist. Aber ja, wir sagen Danke an alle. Ich lasse den Papa ganz bald nach Hause. Aber es ist eine ganz... Er hat Bobo gesehen. Okay. Ja, der ist hier, guck mal. Ach, Das ist ein Geschenk von ihm, ja? ja, das haben wir besorgt für ihn. Ja, genau, Guck mal. Bobo. Der darf gerne mit nach Mexiko reisen. Wie heißt der? Bobo, wie heißt er? Ja. Olli, von hier aus, von uns allen, alles Gute, auch Ihnen, Frau Staub-Garcia. Und natürlich helfen weiterhin Spenden. Da gehe ich mal fest von aus, da ist noch viel zu leisten. Und ich glaube, die werden sich finden. Stefan Staub, ganz herzlichen Dank heute fürs Hiersein. Und alles Gute für die ganze Familie. Danke. Vom August kommen wir zum September und ich will Sie noch mal kurz fragen, Herr Staub, Sie haben am 21. September ein Foto mit Tränen in den Augen gepostet. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Und Sie haben geschrieben, manchmal reicht ein Gedanke, ein Was wäre wenn. Was war da los im September? Ja, eigentlich wollte ich dieses Jahr am Berlin-Marathon teilnehmen. Ich war letztes Jahr ganz froh, als ich ausgelost wurde. Und ich habe mich dann auch bis April auch darauf vorbereitet. Und der letzte Lauf, wo ich gemacht habe, war einen Tag vor dem Unfall und seitdem nie wieder gelaufen. Also ich wünsche Ihnen, dass das nächstes Jahr wieder machbar ist, dass Sie dann in Berlin an den Start gehen können. Denn das ist ein Riesenevent und ein Highlight sogar für echte Popstars. Hier sind die Bilder des Monats September.